Hi, ich bin's, Dustin von Nanobike. Ich stelle die Produktneuheiten von Specialized vor für 2019 schon. Und zwar ganz genau das hier neben mir stehende Levo FSR Comp Carbon in der 29 Zoll Variante in der wunderhübschen Farbe Blue Tint. Ja, Blue Tint. Also Blue ist klar, der Hauptrahmen ist hier erstmal aus Carbon und blau. Sieht aus wie blaue Füllertinte für den, der damals noch in der Schule mit Füller gemalt hat und heute vielleicht auch noch. Der weiß, was ich meine. Es sieht wirklich genauso aus wie diese blaue Füllertinte. Und wirklich ganz cool kommt es durch mit diesem Carbon. Man kann die Carbonmatten so ein bisschen durchschimmern sehen im rechten Licht. Mit meinem Studiolicht jetzt hier gerade nicht, aber draußen auf jeden Fall. Und das sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Also das haben sie echt sehr gut hingekriegt. Das gefällt mir. Naja, und weiß ist dann eben hier so die Schrift. Ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen links, ein bisschen oben. Und fertig haben wir Blue Tinten White als Farbe. Größentechnisch gibt es 4 Stück, S, M, L und XL. Das hier neben mir ist die M, sehe ich so bei Fahrern zwischen 1,75 bis 1,85, ganz easy, ganz locker. Wer ein bisschen größer ist, nimmt dann eben eher die M, also 1,85 eher die M. Und 1,75, ja, das kann man eben auch noch nehmen. Das passt eben beides. Aber auf dem Trail halt immer eher ein kleineres Bike nehmen. 1,75 muss man dann eben gucken, wer so groß ist, ob er nicht doch lieber eine S nimmt. Die gibt es ja eben auch noch. Ja, fangen wir doch direkt an. Es gibt so viel zu erzählen, ich muss mich ein bisschen beeilen. Fact 9M Carbon, Hauptrahmen. 9M ist schon wirklich ein sehr, sehr hochwertiges Carbon von Specialized. Es gibt dann noch die S-Works Variante, und aber das ist hier wirklich schon völlig ausreichend, schön leicht und ja, sehr qualitativ hochwertig und eben steif, und das wollen wir ja so. Hinterbau ist dann aus M5 Aluminium, das kennen wir von Specialized, das ist jetzt nichts Neues, aber was Beständiges. Das Fact 9M Carbon ist auch nichts Neues, aber eben trotzdem in Kombination, würde ich fast sagen, so ein kleines Unikum, aber eben immer noch, ja, macht Sinn. Also hinten sehr viel mehr Steifigkeit dadurch und vorne eben so ein bisschen Flex, aber eben eher Leichtigkeit, darum geht es eigentlich, ne, bei dem Carbon Hauptrahmen. Die Specialized Jungs haben dann den Hinterbau auch gleichzeitig noch überarbeitet. Den haben sie optimiert, sie haben ihn erleichtert, sie haben ihn mehr Steifigkeit gespendet. Und das ist ja das, was wir wollen in diesen Bereichen, quasi im All-Mountain-Bereich würde ich das Rad jetzt einpendeln, hin, Tendenz zum Enduro schon fast mit dem Federweg, was dieses Bike hier als Potenzial noch so übrig hat. Ja. Machen wir vielleicht direkt weiter mit dem Rahmen. Also eine interne Kabelverlegung ist klar, hat das Rad vorne. Das ist ein Standard, das muss so sein, das unterschreibe ich so. Das ist wirklich sehr, sehr gefällig. Das ist Sicherheit, das ist Ästhetik und ja, das ist auch mittlerweile Standard. Da muss man eigentlich gar nicht mehr viel drüber reden. Die Vario-Stütze, die jetzt hier verbaut ist, die X-Fusion Manic, geht eben auch komplett einmal durch den Rahmen durch. Sieht sehr clean aus, das Bike macht wirklich einen guten Eindruck so. Ja, Besonderheiten bei dem Rahmen. Die rechte Seite hier in Fahrtrichtung ist einmal diese kleine Strebe nochmal mit eingebaut. Da sitzt der Dämpfer dann dahinter. Daran ist er auch befestigt. Und auf der linken Seite ist das Ganze offen. Das ist das neue Design für 2019 bei nahezu allen FSR-Modellen von Specialized. Also sprich die vollgefederten Modelle. Könnt ihr euch mal reingucken. Auch bei den, könnt ihr mal reingucken bei Specialized. Denn auch die nicht elektrifizierten Bikes haben genau diesen Rahmen. Das sieht echt cool aus. Stumpjumper zum Beispiel, ja, ohne Elektrounterstützung. Das dazu. Dann hier so eine kleine Kettenführung unten verbaut, um die Kette nochmal besser zu halten. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Das macht wirklich mega Sinn. Und das kenne ich auch noch so von damals aus dem Downhill. Das ist wirklich, ja, ein kleines Teil nur, aber trotzdem macht eben viel Sinn. Ne? Hält die Kette besser auf dem Kettenblatt. Obwohl es ein Narrow White Kettenblatt ist, was eh schon die Kette nochmal mehr festhält, macht die Kettenführung da eben wirklich sehr, sehr viel Sinn. Ein Flaschenhalter passt noch rein, sprich die Pulle geht auch noch mit rein. Oben auf dem Vorbau ist keine I-Head-Kappe, sondern da ist so eine kleine Öffnung, die kann ich hier so beiseite schieben und dann kommt ein Mini-Tool raus. Tada! Ein Mini-Tool. Naja, mit dem kleinen Werkzeug halt, was ich alles mal so am Fahrrad verstellen kann. Mal eben den Sattel nochmal hoch, die Stütze vielleicht, oh doch, da war doch nicht so hoch, doch nicht so niedrig. Naja, mal schnell verstellen. Ach Mensch, meine Torx-Schraube an der Bremse ist ja nochmal ein bisschen lose. Ja, kann ich ja nochmal nachziehen. Na super.
Ja, schön, dann kannst du auch gleich wieder hier reinstecken und mach das Ganze wieder zu, Kappe wieder rumdrehen, fertig. Sehr gut gemacht. Ohne Werkzeug, das Werkzeug entnehmen, noch besser Specialized. Sehr, sehr geil. Ja, auch ganz gut finde ich. Der Akku ist komplett integriert in den Rahmen. Das heißt, man sieht hier nichts mehr irgendwie so halb offen. Da war ja dann hier vorne so eine kleine, beim 2018er so eine kleine Steckachse, würde ich fast sagen, die man rausschrauben musste. Dann fiel der Akku so halb raus und dann konnte man den entnehmen. Jetzt ist es so, ich habe hier unten die Motorabdeckung, die schraube ich auf mit so einer kürzeren Schraube nur. Und dann kann ich den Akku, der rutscht dann hier, wenn ich das Ladekabel auf der anderen Seite, also die Abdeckung dafür abgemacht, also so beiseite gemacht habe, kann ich den Akku so komplett rausziehen und kann den dann eben immer noch extern laden vom Bike. Kann natürlich auch den einfach eingebaut lassen und dann eben da unten links diese die Buchse bedienen mit meinem 4 Ampere Ladegerät, welches im Lieferumfang dann ist. Auch ganz cool, hier oben jetzt dieses Bedienelement, um das Rad überhaupt anzumachen. Ja? Also nicht mehr am Akku, wie man es kannte, zum 2018er hin, sondern einfach ganz leichter Tastendruck. Oben geht es an, dann spielt das Rad mal kurz so ein bisschen was durch. Da sieht man in so einer Skala und schon, aha, ich weiß, ich bin an, sehr cool. Und dann sieht man eben die 3 Fahrmodi, beziehungsweise die Fahrmodi, die gerade eingestellt ist. Und die sieht man dann und dann kann man eben direkt loslegen. Also es sind wirklich Sekunden. Eigentlich so schnell wie vorher. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen schneller geworden, aber soll wohl genauso sein. Naja, gut. Auch ganz cool finde ich hier dieses kleine Spielerchen hier unten am Unterrohr, dass die Gabel nicht einmal komplett durchgeht. Also hier mal eben so ein 360 oder so ein Barspin machen mit dem ist leider nicht möglich, weil da ist ein Gummipufferanschlag hier unten mit angeschraubt. Den kann man natürlich auch abschrauben, aber es macht ja Sinn, sollte man vielleicht auch dran lassen. Barspin ist bei der Kabellänge vielleicht auch nicht so gut. Ein bisschen kurz. Ja, also das dazu. Das sind schon wirklich sehr, sehr viele Neuigkeiten, die wir jetzt hier haben. Einen sehr, sehr groben Kettenschutz, finde ich echt cool. Muss so sein. In dem Sport ist das wirklich sehr, sehr sinnig. Daher auch wirklich dran lassen. Steckachse vorne und hinten sowieso macht am meisten Sinn. Mehr Steifigkeit, die wir ja sowieso haben wollen, und dass das Rad eben einfach nicht so sich verwindet, weil bei der 29 Zoll großen Variante hier sollte man wirklich darauf achten, dass das alles ein bisschen steif ist und eben wirklich dadurch auch Sicherheit und Traktion eben vermittelt. 148er Einbaubreite hinten dann, Boostnaben also, die ermöglichen mir einen breiteren Reifen, eine breitere Felge zu fahren. Die ermöglichen mir, dass der Rahmen, also der Reifen mehr an den Rahmen rankommt. Dadurch habe ich kürzere Kettenstreben. Kürzere Kettenstreben heißt im Umkehrschluss mehr Agilität, mehr Spritzigkeit, mehr Wendigkeit. Obwohl es 29 Zoll große Räder sind, die ja immer so ein bisschen dafür stehen, dass das Ganze eher behäbig, sich fast wie ein Hollandrad im Gelände fährt, ist eben hier minimiert durch eine Boostnabe, durch kurze Kettenstreben. Sehr gut. Der Manfu-Link ist hier auch mit drinnen natürlich hier, also die Anlenkung für den Dämpfer Manfu, weil der Fu Manchu Bart hier eben genauso aussieht. Deshalb Manfu und nicht Fu Manchu. Lizenzrechtliche Gründe wahrscheinlich, aber egal, ist nur so am Rande, warum hier Manfu draufsteht, und das bezieht sich einfach auf die Dämpferanlenkung. Jo, was haben wir denn noch? Machen wir doch vielleicht direkt mal im Cockpit weiter. Cockpit. Wir haben also den Trail Vorbau, den Trail-Lenker und ein paar Waffle Grips von Specialized. Den Vorbau habe ich schon vorgestellt, dass man eben da diese SWAT-Kappe oben aufdrehen kann und dann kommt das Mini-Tool raus. Dann habe ich einen 780 mm breiten Lenker, den kann man sich auch einkürzen, wenn man will, aber sollte man bei der Laufradgröße echt mal beibehalten und einfach mal so 300, 400, 500 Kilometer fahren, um dann sagen zu können, das ist nicht meine Breite, oder wer schmalschultriger ist, nimmt ein bisschen was weg und gut ist. Bei den Griffen haben wir eine Besonderheit in Größe S und M ist der Durchmesser kleiner des Griffes selber, weil man annimmt, die Hand ist dann auch kleiner, und bei den anderen Größen L und XL ist dann eben der XL Durchmesser und der ist dann eben ein bisschen größer. Egal, nur so am Rande. Ja, das dazu. Und dann haben wir hier eben die X-Fusion Manic Sattelstütze, Vario Sattelstütze, variabel im Federweg, also nicht im Federweg, im Verstellweg, verstellbar. In der Größe S, Rahmengröße S, sind das 125 mm von hier bis hier.
In der Größe ML und XL sind es dann 150 mm. Komplettiert wird das Ganze mit einer Sattelklemme von Specialized und einem Phenom Comp Ledersattel, Sattel in 143 mm Breite. Da war es 2018 übrigens ein Hensch-Sattel. Jetzt ist der Phenom drauf. Ja, mein Gott, ist doch egal, welcher Sattel es ist. Alles gut, die sind beide voll in Ordnung. Ja, das war das Cockpit. Dann kommen wir vielleicht mal zu den Dämpfereinheiten. Fox-Fahrwerk vorne und hinten verbaut. Und bedeutet, ich habe also zum 2018, da war es ein RockShox-Fahrwerk übrigens. Da war es vorne eine Revelation und hinten ein Monarch-Dämpfer mit 135 mm Federweg. Jetzt Fox vorne und hinten 150 mm Federweg. Sehr gut. Deshalb meinte ich wie am Anfang schon, so ein bisschen mehr Enduro als All-Mountainbike, das Levo FSR Comp Carbon für 2019. Der Dämpfer selber ist ein Float DPS. Ich kann den also dreifach einstellen mit seiner Plattform. Ich kann also wunderbar auch mal den Berg damit hochfahren. Dann ist das eben nicht so viel mitfedert. Ja, das kann man einstellen. Ich kann den Rebound einstellen, wie er quasi ansprechen soll. Und das gleiche kann ich auch vorne mit der Fox 34er Rhythm Federgabel machen. Da habe ich dann wie gesagt auch 150 mm Federweg. Habe links die Möglichkeit, die Gabel per Luft aufzupumpen, an mein Gewicht anzupassen, an den Trail anzupassen. Und das habe ich natürlich bei dem luftgefederten Dämpfer natürlich auch. So ein Ventil kann also wirklich das sehr, sehr individuell einstellen. Dann habe ich noch eine Grip-Kartusche auf der rechten Seite bei der Federgabel. Die ermöglicht mir auch, ähnlich wie bei dem Dämpfer mit der Plattform, dass ich dann eben nahezu die Gabel ausstellen kann, dadurch den Ölfluss reguliere und die Gabel ganz zäh anspricht, damit ich wunderbar den Berg hochkomme und dann wieder komplett aufmachen, Berg runter, um die ganzen 150 mm fahren zu können. Unten rechts habe ich dann auch das rote Verstellrädchen, wie bei den Dämpfer, um den Rebound einzustellen, und da kann ich dann auch wieder so ein bisschen durch die Klicks, die einzelnen, das Ganze anpassen. Ja, das dazu. Dann haben wir einen Rohal Traversi Laufradsatz. 29 Zoll, habe ich schon gesagt, mit 30 mm breiten Felgen. Die ermöglichen eben, dass der Butcher Grid Reifen in der Dimension 29 x 2,6 drauf passt. Das ist voll okay, das unterschreibe ich, weil der hat wirklich eine sehr, sehr gute Mischung, und zwar ganz genau die Gripton-Mischung, und der hat eine sehr, sehr gute Breite, der hat optimale Stollen, so in der Höhe und in der Anordnung eben, er hat eine gute Selbstreinigung dadurch auch, und ja, der macht einfach richtig Laune, der Reifen. Auf Asphalt natürlich eher weniger, ist ja nun mal ein Trailbike, und da macht der auch wirklich sehr, sehr viel Sinn. Das ist der Butcher Grid. Ja, wer will, kann das Ganze auch tubeless umrüsten. Standard sind Schläuche dabei. Der Reifen ist tubeless ready, die Felge ist tubeless ready, und ich glaube tubeless Felgenband, also tubeless Band, Abdichtband, und die Ventile sind mit im Lieferumfang. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ist meistens so bei diesen Preisregionen bei Specialized, wo wir uns jetzt hier auch befinden. Ja, Stahlspeichen, klar, Boost, Namen vorne, hinten, habe ich schon erwähnt. Steckachse vorne, hinten übrigens, und also sprich, die Gabel hat auch eine Steckachse, ähnlich wie ich es hinten schon erklärt habe. Steifigkeit und die Traktion und die Kontrolle erhöhen sich dadurch eben. Ja, was haben wir denn noch? Natürlich die Schaltung und die Bremsen. Die Bremsen sind SRAM Guide RE 4-Kolben-Bremsen. 4 Kolben kombiniert mit 200 mm Bremsscheiben vorne und hinten, also die haben massive Power, also die stoppen euch definitiv den Trail runter. Brauchen so ein bisschen Einbremszeit, sagen wir mal so gute 80 Kilometer, 50 bis 80 Kilometer, dann sind die auch richtig powermäßig da, und dann kann man es auch richtig krachen lassen bergab. Also die machen richtig Laune, ja. Also nicht nur schnell fahren macht Laune, sondern auch gut bremsen können und vielleicht auch mal ein Stoppie machen. Die Schaltung natürlich. SRAM S700, 1x11 Schalthebel oben rechts, der geht dann nach hinten weg zum GX-Schaltwerk von SRAM, 11 Gänge wie erwähnt, eine PG 1130 Kassette, die Abstufung ist voll okay, 1142, kommst du wirklich jeden Berg mit hoch, auch bei dem Fahrrad jetzt hier, welches natürlich als gegenüber einem normalen Fahrrad etwas mehr wiegt, aber das ist durchaus machbar. Und erklimmbar alles, auch wenn das Rad mal aus sein sollte. Ein 32er Narrow White Kettenblatt vorne dran, kombiniert mit der Praxis Kurbel in 165 mm lang. Die Kurbel standardmäßig, egal welche Rahmengröße übrigens. Und KMC Kette,
Super Verschleißset, sehr, sehr gut, funktioniert tadellos. Was willst du denn mehr? Und ja, ich glaube, viel mehr war auch gar nicht dran an dem Rad. Ne? Wenn ich hier mal kurz so im Kopf durchgehe. Nö, eigentlich nicht. Nö. Gut, 4 Ampere Ladegerät, habe ich auch schon erwähnt, ist mit dabei. Von 0 auf 100 sind wir bei, also aufgeladen, 3,5 Stunden, 4 Stunden ungefähr. Ja, 500 Wattstunden Akku. 2018 war es ein 504 Wattstunden Akku, jetzt sind nur noch 4 Ampere weg, 4 Wattstunden weg, das ist eine halbe Sekunde weniger fahren. Also sei es drum, völlig egal, jetzt einfach 500 Wattstunden Akku und gut ist. Der neue Brose 2.1 Motor, in der Beschreibung bei Specialized heißt der Specialized 2.1 Motor, es ist aber ein Brose verbaut, das wisst ihr selber, jeder der sich mit dem Rad beschäftigt, weiß das. Der ist leichter geworden. Der ist kleiner geworden, der ist Hitzemanagement ist besser geworden. Ich glaube, das waren so die Randbedingungen. Und ich glaube, der ist auch noch mal ein bisschen leiser geworden, wenn ich es richtig gelesen habe. Also ist wirklich ein sehr, sehr cooles Produkt. Und 250 Watt nominal hat er immer noch. Das bleibt Trail-tuned von Specialized. Heißt nochmal so ein bisschen spritziger das Ganze nochmal. Und so leicht getuned, einfach so ein bisschen, ja, nochmal ein bisschen Pfeffer mit reingestreut. Und ja, macht das Ganze einfach nochmal ein bisschen gefälliger. Ja, was haben wir noch? Nö, eigentlich nichts weiter. Akku habe ich, Motor habe ich. Ja, das war es eigentlich. Direkter Unterschied zum 2018er. Wie gesagt, die Dämpferaufnahme, linke Seite ist frei, rechte Seite habe ich hier diesen Bügel nochmal, ich nenne es jetzt mal so nochmal extra. Das gab es 2018 nicht so. Dann, dass die Bedieneinheit eben oben am Rahmen ist und nicht mehr unten am Akku. Dass der Akku unten entnehmbar ist, sind so die groben Details. Dann der Trail-Vorbau mit dem SWAT-Tool ist neu, also jedenfalls die Mechanik ist neu. Ist überarbeitet, dann Akkukapazität, neuer Motor, überarbeiteter M5 FSR Hinterbau, anderer Sattel, der Phenom statt der Hensch, Griffe waren gleich, ich glaube die Bremsen waren damals auch ähnlich, also ja, sind schon viele Sachen verändert worden und wirklich sehr zukunftsorientiert das Ganze und gefällt mir wirklich sehr, 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 sehr gut. Ja, UVP für dieses Rad 6.799 Euro. Da wird der eine oder andere sagen, 800 Euro mehr als das Vorgängermodell. 800 Euro mehr geworden. Bedingt durch den Rahmen, bedingt durch das Fox-Fahrwerk, bedingt durch die Bremsen, würde ich jetzt fast auch sagen. Wobei die machen es jetzt wirklich nicht fett, aber dann die Innovationen, die hier alle so neu sind. Ja, sei es drum. Sind halt 6.800 Euro, die muss man erstmal haben. Aber wer sie hat, Glückwunsch, ihr könnt euch ein richtig cooles Bike kaufen, wo ich euch drum beneiden würde. Das war das Levo FSR Carbon in der 29 Zoll Variante in der wunderhübschen Farbe Blue Tint White. Würde mich freuen, wenn ihr was in die Kommentare schreibt. Mir gerne was zu dem Bike, wenn ihr noch mehr wissen wollt, wenn ihr was anderes sehen wollt. Unter No Chain No Game gibt es immer wieder ein paar neue Posts bei Facebook. Und bei Instagram natürlich, schreibt uns auch da gerne an oder direkt einfach auf nanobike.de. Würde mich freuen, vielen lieben Dank und demnächst kommt noch ein anderes 2019er Bike von Specialized. Vielen Dank, tschüssi.